71, 72, 73. Echt jetzt? Loser. Haha. Ja, ja. Ach nö. Mach mal lieber jetzt Stirb langsam Teil 3 an. Nein, Teil 3 ist nämlich noch gar nicht fertig. Echt jetzt? Ja, aber dafür geht es heute um das kleine Pancake von Fuji, was ich auch in London dabei hatte. Das Fujinion XF 27mm f2.8 und um ganz genau zu sein, um die neue Version mit Blendenring in Staub- und Spritzwasser geschützter Ausführung. Wer die London-Videos schon gesehen hat, der wird wahrscheinlich auch verstehen, warum ich von diesem kleinen Teil so begeistert bin. Mit einer Bauhöhe von 23 mm, einem Durchmesser von 62 mm und gerade mal 84 Gramm Gewicht ist das kleine Teil extrem kompakt und leicht. In Kombination mit der XT5 passt es somit unter jede Jacke und in vielerlei Taschen, was für mich persönlich natürlich auch einer der Hauptgründe war, dieses kleine Teil anzuschaffen. Ich wollte unbedingt eine Kombi, die ich überall mitnehmen kann. Wie schon erwähnt, ist das 27er Staub- und Spritzwasser geschützt und weder in der Schweiz bei Kälte noch in London bei Regen gab es Probleme mit dem 27er. Was ebenfalls positiv auffällt, ist die Verarbeitungsqualität. Ähnlich wie die anderen Objektive der F2-Serie ist das 27er auch größtenteils aus Metall gefertigt. Es fühlt sich wertig und robust an. Der Blendenring rastet sehr schön beim Verstellen und auch der Fokusring läuft nicht zu schwer und nicht zu leicht. Gegen versehentliches Verstellen des Blendenrings lässt sich der Blendenring auch in der Automatikeinstellung arretieren. In jedem Fall ein Feature, was den anderen Objektiven aus der F2-Serie fehlt. Im Lieferumfang enthalten ist wie immer ein hinterer Objektivdeckel sowie ein vorderer Objektivdeckel, ein Einschlagtuch, die Gegenlichtblende und ein Deckel für die Gegenlichtblende, was mir persönlich besonders gut gefällt. Bevor wir jetzt zur Bildqualität und Autofokus kommen, noch ein paar Worte zur Brennweite. Das 27er entspricht einer Brennweite von 41 mm im Kleinbildformat. Aber warum jetzt eigentlich 27, wenn man einen 23er und einen 33er hat? Gerade mit dem neuen 40-Megapixel-Sensor der XT5 oder XH2 benötigt man ja nicht unbedingt einen 27er, wenn man schon einen 23er hat. Man könnte ja auch später in der Bildbearbeitung einfach etwas hineinkroppen. Hauptgrund für mich ist wie eingangs schon erwähnt die Größe des Objektivs. Und mit der größtmöglichen Blende von 2.8 steht es den Objektiven aus der F2-Serie gar nicht so viel nach. Und aus meiner Sicht ebenso wenig bei der Bildqualität sowie bei der Schärfe. Für mich persönlich ist es auch immer so eine kleine Herausforderung, denn es eröffnet einem immer neue Blickwinkel und Perspektiven. Mittlerweile nutze ich das 27er auch für fast alle Genres. Ob Landschaft oder Street, Alltag oder Schnappschüsse, das 27er ist für mich ein absolutes Universalobjektiv. Das 27er überzeugt aber nicht nur in der Handhabung, sondern auch in der Bildqualität. Bei Offenblende von 2.8 ist es auch in der Bildmitte schon recht scharf. Und auch wenn es zu den Bildrändern hin etwas abnimmt, gibt es hier absolut nichts zu meckern. Wie bei jedem anderen Objektiv kann auch hier durch Abblenden die Schärfe dann nochmals gesteigert werden. Mit dem neuen 40-Megapixel-Sensor der XT5 oder XH2 profitiert das 27er auch von der höheren Auflösung. Auch bei der Farbwiedergabe gibt es für mich absolut nichts zu meckern. Die Hauttöne sehen natürlich aus, ebenso wie alle anderen Farben.
Über die Autofokusgeschwindigkeit habe ich jetzt keine genauen Daten gefunden. Im Vergleich zu den Objektiven der F2-Serie kann ich aber sagen, dass das 27er einen Ticken langsamer ist. Für mich persönlich aber immer noch schnell genug und absolut ausreichend. Was ebenfalls auffällt im Vergleich zu den F2-Objektiven ist, dass der Autofokus nicht ganz so leise ist. Aber auch hier ist der Unterschied nicht besonders groß. Das 27er ist sicherlich auch kein Objektiv, was man im AFC-Modus betreibt. In der Regel nutze ich das 27er im AFS-Modus oder eben mit manuellem Fokus. Angesichts des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der kompakten Bauform sollte man solche Dinge eben nicht überbewerten. Ich für meinen Teil bin mit dem 27er absolut happy und kann es nur empfehlen. Der optische Aufbau des 27er besteht aus 7 Elementen in 5 Gruppen inklusive einer asphärischen Linse. Das 27er kommt mit 7 annähernd runden Blendenlamellen, die größte Blendenöffnung ist 2.8 und die kleinste Blende ist 16. Besser als 2.8 wäre natürlich 2.0, aber auch mit 2.8 besitzt das kleine 27er schon eine ordentliche Lichtstärke. Und auch das Bokeh kann sich absolut sehen lassen. Es ist gleichmäßig und unaufgeregt. Was mir am 27er besonders gut gefällt, ist die kleine aufschaubare Sonnenblende. Denn die spart mir nicht nur einen Schutzfilter, sondern kommt auch noch mit einem Aufsteckdeckel daher. Aufgesteckt sitzt dieser absolut fest und gefällt mir viel besser als die normalen Objektivdeckel. Wer gerne Filter nutzen möchte, kann das natürlich auch tun. Der Filterdurchmesser beträgt 39 mm. Mit dem 27er nutze ich ab und zu den Tiffen Black Pro Mistfilter. Allerdings habe ich diesen mit einem Durchmesser von 58 mm gekauft, und zwar für mein Objektiv mit dem größten Filterdurchmesser. Mit den sogenannten Step-Up-Ringen kann man diesen 58 mm Filter natürlich dann auch auf dem 27er benutzen. Das 27er macht auch bei Lowlight eine ganz gute Figur. Mit der größten Offenblende von 2.8 muss man dann zwar den ISO etwas mehr pushen als bei den F2-Objektiven, aber performance- und abbildungstechnisch gibt es auch hier absolut nichts zu meckern. Mit 2.8 kann man ebenfalls immer noch sehr gut das Restlicht nutzen und muss den ISO somit nicht über 3200 pushen. Und sollte es dann doch mal zu dunkel sein, dann muss man die Kamera eben auflegen. Ich für meinen Teil bin aber immer wieder erstaunt, was aus diesem kleinen Teil so rauskommt oder durchgeht. Natürlich kann man mit dem 27er auch filmen, allerdings empfehle ich hierfür nur den manuellen Fokus. Wie auch bei vielen anderen Objektiven hat man auch hier etwas Focus Breathing und bei grellem Tageslicht sollte man auch unbedingt einen variablen ND-Filter nutzen. Aber es funktioniert und das mal gar nicht so schlecht, zumindest für ein Objektiv, das eigentlich nicht zum Filmen gedacht ist. Wer eine günstigere Alternative sucht, der wird bei TT Artisan fündig. Das 27er von TT Artisan kostet nur die Hälfte, kommt mit Autofokus, ist meines Wissens aber nicht wetterfest. Ich für meinen Teil stehe aber mehr so auf Original. Die Links zu beiden Objektiven findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare. Ich muss jetzt noch üben und bin somit raus für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 387, 388, 389, 390, 391, 392. Yes!